denke, wir haben ja schon einige interessante Sachen erfahren und das, worüber wir so gesprochen haben, das ist ja wirklich eine gute Grundlage für die Diskussion, die wir jetzt hier führen wollen. Und ich darf Ihnen zunächst mal die beiden Protagonisten hier oben vorstellen, die Sie noch nicht kennen. Frau Götz, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, wo Sie vertreten sind, mit wie vielen Läden und was Sie da so machen. Also ich bin eine passionierte Modeunternehmerin. Ich bin ein Bauchmensch. Ich bin nicht ein Zahlenmensch, aber die Zahlen müssen stimmen. Ich mache es mit Freude und mit Leidenschaft. Und zwar Zürich, Basel, St. Moritz und Gstaad. Und Ihr neuestes Kind hat ja der Marc vorhin auch an die Wand geworfen, hier an der Bahnhofstraße. Ganz schickes neues Konzept, das Sie da fahren, mit neuen, frischen Marken. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, das macht mir sehr viel Freude, weil da geht es nicht nur um Mode, es geht um Architektur, es geht um Kunst, es geht um Lifestyle. Herr Bollack, erzählen Sie uns noch mal ein bisschen mehr über Ihr Unternehmen. Also wir haben auch aktuell 16 Marken im Portfolio. Wir haben uns gesagt, das Dach ist ungefähr 20. Wir haben im Moment 20 Läden. Wenn Sie sich mal so zurückerinnern, 10, 20 Jahre von hier und das mit der Zeit von heute vergleichen, wie hat sich der Modehandel eigentlich verändert? Hat sich schon gewandelt. Und zwar hat sich gewandelt die Globalisierung und dann die Orientierung der Konsumenten. Der Kunde, der ist viel besser informiert. Früher gab es Modediktate, die gibt es heute nicht. Jeder weiß für sich, was er will, mehr oder weniger, er liest viel, er sieht viel, er orientiert sich überaus gerne. Herr Strehle, was muss denn so eine Marke mitbringen, um heute im Wettbewerb in diesem Haifischbecken, in diesen großen Straßen der Welt zu bestehen? Also ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Es geht um Positionierung. Da wird mir Frau Götz zustimmen. Ich glaube, eine Marke, die heute erfolgreich sein will, die muss wissen, was sie kann, wer sie ist, wo sie herkommt. Was ist mein Herz, was ist meine DNA? Das heißt, wir merken das sehr wohl, dass die Kundinnen heute, da gebe ich Ihnen recht, ganz anders kauft. Die Kundin geht zuerst zur H&M, kauft sich ihre Basics. Ganz gerne eine Bluse, ein T-Shirt, ein Unterzieher, Jersey und kommt dann zu uns, um dann ein Investment-Piece zu kaufen. Marc, du hast ja durch die vielen Transaktionen, die du so im Verlaufe des Jahres begleitest, einen tiefen Einblick auch in die Branche. Kannst du uns mal verraten, welche Branchen gerade sich besonders dynamisch entwickeln? Brunello Cucinelli ist einer unserer Kunden, wo wir vor 3 Jahren angefangen haben zusammenzuarbeiten. Das erste Geschäft konnten wir in St. Moritz machen, in einem alten Store von Moncler an der Via Maestra. Und dann ging es eben rasant weiter. Und so gibt es halt immer Zeiten, in denen Brands aufkommen und Geschäfte öffnen und neues Kapital haben und investieren müssen und den Umsatz steigern müssen, um ihren Anlegern dann auch wieder Gewinne ausschütten zu können. Und so war das gleiche Beispiel in den vergangenen Jahren mit Moncler. Und zwar mit Moncler und Brunello Cucinelli eigentlich so den Zenit ihrer Expansion in Europa erreicht und in Amerika. Und in Asien gibt es eben noch Tonnen von Möglichkeiten. Kommt irgendwann auch eine Welle zurück? Also müssen wir oder können wir mit Marken aus Asien rechnen? Ja, zum Beispiel Hermes hat sein eigenes neu kreiertes Brand in China gegründet und baut es jetzt gerade dort auf. Wir erwarten sehr, sehr viele chinesische Brands, die nach Europa kommen. Die müssen nicht alle im Premium-Luxus-Segment sein. Das ist wie von Japan, zum Beispiel Uniqlo, die jetzt in Deutschland Geschäfte öffnen werden. Kommen aus allen Schichten, denke ich, bald viele asiatische Brands nach Europa. Das glaube ich eher nicht. Nein. Ich auch nicht. Die Chinesen sind da sehr gut im Kopieren, aber die sind nicht gut im Markenimage, habe ich das Gefühl. Die kaufen gerne und den Chinesen, glaube ich, in den nächsten 15 Jahren werden wir da keine Überschwemmung erleben. Lieber Sami, Uniqlo oder Fast Retailing macht heute 6, 7 Milliarden Dollar Umsatz. Ja. Uniqlo ist Japan. Ja, aber ich meine bloß, Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, 50 Milliarden Dollar in 2020 zu machen. Ja. Ich muss sagen, Uniqlo hat sich natürlich auch ein bisschen der europäischen Mode angepasst. Denken Sie an diese Jacke. Sie können ja kaum auf der Straße gehen, ohne dass Sie nicht irgendwie
von einem Hund angefallen werden, weil diese Fahnen, das entspricht nicht unseren Europäern. Marc, du hast ja vorhin wirklich eine sehr, sehr starke Dynamik aus der Retail Market Study beschrieben. Heißt das eigentlich, dass die Mieten tatsächlich, oder glaubst du, dass die Mieten tatsächlich immer noch weiter steigen? Irgendwann muss doch da auch mal Schluss sein. Nicht überall. Irgendwann muss es eine Konsolidierung geben. Es kann nicht immer nach oben gehen. Und dann werden auch die Eigentümer, die die Mietverträge machen, die Mietverträge unterschreiben, auf Langfristigkeit aus sein und einen Mieter über 10, 20 oder sogar 30 Jahre in ihrem Geschäft haben wollen und deswegen dort nicht mitmachen bei dieser Preisspirale. Ich kann das noch nicht verfolgen, ganz ehrlich. Wir sehen schon eine brutale Explosion der Mieten. Deswegen gibt es für uns auch Städte, die werden sich für die nächsten 5 Jahre ausschließen, wo wir uns einfach Zürich zum Beispiel, das Chiemgauer niemals leisten werden können, selbst wenn wir es zahlen wollten. Aber okay, so ist der Gang der Dinge, heißt für uns in der Schlussfolgerung, das, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen umdenken. Wir müssen vielleicht auch sagen, wir brauchen keine 450, 500 Quadratmeter Shops, wir brauchen 250 Quadratmeter Shops, die kosten dann etwas weniger. Jetzt lass uns einfach alles versuchen, zum Beispiel über Personalinszenierung und ein scharfes Sortiment, schauen, dass die Quadratmeter-Performance dort einfach höher ist, als wir es bis jetzt gewohnt waren. Und am Ende zwingt uns das einfach nur, unser Modell zu überdenken. Sami Bollak hat es vorher schon gesagt, dass Esprit auf 2000 Quadratmeter gestiegen ist und heute machen sie wieder 200 Quadratmeter Geschäfte auf, weil sie eben viel zu groß sind und sie eine kleinere Kollektion haben, als sie die früher hatten. Das kann man Man verliert den Kontakt zum Kunde, wenn es zu groß ist. Sie sind zu weit entfernt. Sie brauchen den Augenkontakt und den Dialog ist ganz wichtig. Stimme ich Frau Görz zu, das geht am Ende um den Verkäufer, die Verkäuferin, es geht ums Begrüßen, es geht ums Kümmern. Das ist für uns, für mich heute wirklich der Key. Architektur, ja, teure Investitionen in Materialien, ja, muss aber nicht sein, ganz ehrlich. Es geht definitiv dahin, wir alle auf der Marktseite, der Markenseite, wir fokussieren uns ja immer mehr. Das heißt, auch die Kollektionen werden immer kleiner, die werden immer spitzer, die müssen immer treffgenauer sein, fairerweise. Das ist die große Herausforderung dabei. Früher war es andersrum, heute geht es in die andere Richtung. Kleine, feine Kollektionen, die aber sitzen müssen. So wird es sich auch in den Läden widerspiegeln. Marc, jetzt gibt es ja, weil eben dieser Druck auf die Toplagen wirklich immer noch da ist, wie wir das ja auch hier bestätigt bekommen, in vielen Städten Bemühungen, diese 1A-Lagen auszuweiten. Also wenn ich da jetzt an Deutschland zum Beispiel mal denke, in Frankfurt soll eine Parallelstraße, so Goethestraße gebaut werden. Maro nennt sich das ganze Ding. In München hat das Hofstadtquartier aufgemacht, in Düsseldorf jetzt der Köbogen. Funktioniert das? Ich denke, das Hofstadtquartier in München, wenn du das so direkt ansprichst, funktioniert nicht, weil das Konsumverhalten der Menschen und auch die Laufwege, die sie nehmen, die ändern sich nicht von heute auf morgen. Es dauert, wie bei den Shoppingcentern, die nicht in der Innenstadt an einer 1A-Lage gebaut werden, eröffnet werden, 3, 4, 5 Jahre, bis sich die Menschen ändern und neue Wege gehen, wie in München in der Hofstadt zu Abercrombie & Fitch oder zu Hollister. Würden Sie denn das Risiko eingehen, Herr Strehle, in so eine Lage zu gehen, die sozusagen so eine Ausweich der Luxuslage darstellen soll? Es wird kein Weg daran vorbeiführen. Es kommen immer mehr Marken. Ich glaube zum gewissen Teil auch, dass irgendwann asiatische Marken auf den Markt kommen. Aber egal, es werden immer mehr Marken, die immer mehr zahlen können und auch wollen. Die Gebiete werden aber nicht größer, also wird sich etwas entwickeln müssen, ganz ehrlich. Ich habe zum Beispiel die Storchengasse zur kleinen Schwester der Bahnhofstraße gemacht. Heute bewegen sich sämtliche Designer in der Storchengasse und ich bin stolz darauf, wirklich, weil ich wollte nicht an die Bahnhofstraße vor 30 Jahren. Das heißt, Sie haben das entwickelt, Sie hatten den Pioniergeist. Und alle kennen die Storchengasse und alle lieben die Storchengasse, weil es ist noch persönlich und man kennt alle. In der Bahnhofstraße geht man einfach vorbei und schaut, dass man nicht irgendwie gestupst wird oder was. Wir haben vorhin schon mal, oder Sie haben das Thema E-Commerce, Online-Shop angesprochen. Was spielt das für eine Rolle? Unsere Marken machen einiges mit E-Commerce, würde ich sagen. Sehr erfolgreich. Die haben auch schon früher angefangen. Und das ist ein zusätzlicher Kanal, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen müssen. Ich bin wirklich für persönliche Beratung. Und meine Designer, die sind wirklich das höchste der Gefühle. Und da freue ich mich, wenn die auch richtig
übergeben werden und beraten und sie sich im Spiegel anschauen können. Aber ich glaube absolut an das. Es ist eine neue Art, und zwar bei Accessoires, 100%ig. Dass sie nicht anprobieren müssen und nicht so schnell wieder zurücksenden müssen. Schuhe ist schwieriger, weil da gibt es verschiedene Passformen. Ich glaube auch an Hartwaren, Papeterie und all das, aber nicht an meine Label. Meine Damen und Herren, es ist jetzt Zeit, Ihnen hier oben für Ihre Teilnahme zu danken, Ihnen fürs Zuhören. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und auch einige neue Erkenntnisse gebracht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, Ihnen zu danken und Sie im Namen von Marc-Christian Rewe und seinem Team zum Apéro einzuladen. Und ich wünsche Ihnen und uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke vielmals. Lieber Marc, auch ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, um uns im Namen vom ganzen Team bei dir zu bedanken. Nämlich für deine Geduld bei der Erstellung dieser Marktstudie, für deinen Einsatz, der über mehrere Kontinente hinweg ging. Von Europa und über Nordamerika warst du stets im Einsatz. Vielen Dank dafür.